Acqua di Parma, das ist diese Marke mit diesen blauen, schönen sommerlichen Flakons. Was haltet ihr von dieser Marke? Das könnt ihr schon mal in die Kommentare schreiben und ich werde euch jetzt erzählen, warum diese Marke oder warum ihr eigentlich im Sommer vor allen Dingen an dieser Marke nicht vorbeikommt. Mein Name ist Dennis, aka Fragrance Dog aus Hamburg immer noch. So, Acqua di Parma, eine Marke, die einfach für Sommer steht. Sie kommt aus Italien und das Schöne ist, sie benutzt auch natürliche Inhaltsstoffe. Natürlich nicht nur, aber schon öfters und es ist ab und zu mal auf jeden Fall was Natürliches dabei. So, und sie hat eine eigene DNA, die man immer rausriecht, die schwer zu beschreiben ist, aber es ist schon richtig genial auf einer Hinsicht. Man hat aber ab und zu mal, oder ich ertappe mich und auch viele andere, wo habe ich schon gehört, ach, der kann weg. Nee, den rieche ich nicht mehr. Aber wenn umso wärmer es wird, kommt man immer wieder auf Acqua di Parma zurück. Ja. Und es ist einfach, ja, es sind luftige Düfte, aber sie spiegeln Italien eigentlich fast so gut wie kein anderer Duft wider, weil Luftigkeit, blau, frisch, zitrisch, anschmiegsam, zärtlich, sinnlich, whatever, all das. Ihr habt Bergamotte, ihr habt Zitrone, ihr habt Grapefruit. All diese machen sie richtig gut, wie eigentlich fast kein anderes Haus. Das kann Acqua di Parma und dann eben noch mit natürlichen Inhaltsstoffen ab und zu. Aber wie gesagt, nicht immer. Natürlich dann auch synthetische. Hier zum Beispiel Mandarino de Sizilien, eine schöne Mandarine. Man wird nach Sizilien, Grüße gehen raus, La Familia nach Sizilien, man wird dorthin gebeamt und so weiter. Ich habe 8 Düfte von dieser Marke und ich will sie eigentlich nicht missen und abgeben. Ich habe Mandorlo di Sicilia. Das ist zum Beispiel die andere, der kleine Bruder, oder der gibt schon länger Mandorlo di Sicilia, im Endeffekt der ältere Bruder, mit Mandel und eine schöne sommerliche Frische. Richtig nice, einer meiner Lieblinge. Wie gesagt, ihr habt Feigendüfte, ihr habt was auch immer bei dieser Marke. Natürlich, auch hier gibt es zum Beispiel auch so ein Barbershop-Feeling-Duft, ähnlich Saubermann, Colonia Intensa. Ihr habt einen Vanilleduft, ihr habt auch einen Oud-Duft. Die sind übrigens sehr stark, die beiden Vanille und der Oud-Duft. Das muss ich schon sagen. Ich habe diesen Oud-Duft, der heißt nur Oud, hat trotzdem ein bisschen Leder drin. Den habe ich seitdem der rausgekommen ist. Ich habe noch die Erstauflage, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Der ist richtig präsent, da kann man so fast manchmal Kopfschmerzen kriegen, so stark ist der. Und dann den Colonia, den habe ich den Cologne, den Golf Club Duft, den habe ich letztens erst einzeln vorgestellt. Und sonst haben sie immer alles blaue Düfte. So, und das ist eben, es macht Spaß. Und man hat eben immer wieder, dass man sagt, ähm, ich komme auf diese Düfte zurück, weil ich sie doch gut finde. Vor allen Dingen, wenn es wärmer wird. Und man kann sie natürlich auch gut in Urlaub mitnehmen, ne? Und so weiter und so fort. Also meistens in Urlaub, ihr müsst ja aufpassen wegen Parfüm und Flugzeug und so weiter. Aber in Urlaub könnt ihr sie auf jeden Fall sehr gut mitnehmen. Da muss man fast, wenn es warm ist, wenn ihr wisst, keine Ahnung, wo ihr Urlaub macht, wo man das, wenn ihr mit dem Auto irgendwo hinjuckelt oder meinetwegen auch ich weiß gar nicht, ich nehme immer, entweder kaufe ich das woanders oder so, ich schleppe meistens nicht im Flugzeug was groß mit rum, aber Fakt ist, ja, den kann man auf jeden Fall, ich glaube, einen kann man mitnehmen, ne? Aber muss gut verschlossen sein, so war das. Und auf jeden Fall, ja, es ist, es ist einfach eine sommerliche Supermarke, über die eigentlich, was Haltbarkeit und Sillage, da wird ja viel gemeckert drüber. Oder nicht mehr so viel wie vor 2 Jahren, aber es wird immer noch gemeckert. Hier meckert eigentlich fast keiner. Es gibt Ausnahmen, weil man weiß, dass die Marke dafür steht, das nicht so übertrieben, so dieses Beast-Mode-haftige oder dass man erschlagen wird, das wollen die nicht. Und übrigens, wenn auch Düfte mit natürlichen Inhaltsstoffen funktioniert das so und so nicht, dass das künstlich extrem stärker gemacht wird. Das passiert dadurch ja nicht. Und dementsprechend ja. Aber ihr könnt mal unterschreiben, welche Düfte zum Beispiel habt ihr von dieser Marke? Und meint ihr habt recht. Natürlich sind das nur 5, 6 Stunden. Ihr müsst da auch mehr raussprühen. Ich sprühe da 20 Sprüher von aus. Jetzt denken viele, okay, ich muss auch dazu sagen, ich bin Oversprayer. Aber normalerweise ist das nicht so. Das heißt nicht, dass man umso mehr Sprüher, umso stärker riecht ihr. Bei den Düften ist es aber der Fall.
Und wenn ihr mehr Sprüher, mindestens 15 habt, dann hier auch auf den Klamotten, dann kommt ihr wirklich, wirklich richtig geil in die Urlaubsstimmung. Das ist eben klar und das ist eben mehr, als wenn ihr da nur 3 Sprüher raufhaut. Das funktioniert nicht. Es sei denn, ihr habt so eine starke Haut, vielleicht auch, wenn ihr das im Nacken raussprüht, dass das so ausstrahlt. Das gibt ja Menschen, die können das. Ich habe schon eine gute Haut, aber bei Aqua di Parma ist es jetzt nicht so einfach. Ich kenne nicht alle. Ich kenne auch nicht die gelbe Line, da ist ja die letzten sind ja gelb gewesen, die sollen sehr, sehr gut sein. Habe ich leider nie gerochen. Die blauen habe ich auf jeden Fall, keine Ahnung, 6 Düfte, glaube ich, 7 Düfte, plus eben die 3, den Minzduft, den Colonia, den Vanille und den Oud-Duft. Also ich habe einige Aqua di Parma Düfte und die müssen einfach meines Erachtens in einer guten Sammlung sein. Die Sillage, auch hier ist dasselbe Spiel. Also die Sillage ist jetzt auch nicht bombastisch. Bei Oud Vanille ja, aber eben nicht bei jedem. Und da müsst ihr Abstriche machen. Was Preis-Leistung angeht, ist es immer ein bisschen schwierig. Ne? Also das ist jetzt Ansichtssache. Natürlich könnte man jetzt sagen, vor allen Dingen am Anfang, und wenn ihr einen großen Flakon kauft, sind sie teuer. Vielleicht muss man, na gut, wenn man nicht warten kann, nicht, dann muss man es gleich machen. Sonst muss man natürlich ein bisschen warten. Dementsprechend schwierig. Ich sage mal so, es ist schwierig. Es ist dann schon ein bisschen teurer und aktuell wird es immer teurer, ne? Während andere günstige Düfte rausbringen, andere Marken, ihr wisst Bescheid, werden die anderen teurer und dann ist das natürlich ein Kreislauf, wo sich das hinbewegt, aber das, naja, was soll ich dazu sagen? Das ist ein anderes Thema. Fakt ist aber, dass diese Marke sonst, wenn ihr ein bisschen wartet, manchmal kriegt ihr kriegt auch 30er Flakons, ihr kriegt, sind das 50er, weiß ich gar nicht, 75er, 100er, 150er, irgendwie sowas. Jedenfalls kriegt ihr auch 30er. Das sind diese kleinen, warte mal. Vielleicht komme ich da ran. Das sind diese kleinen hier. So, die sehen so aus. Das sind 30er Flakons. Reicht vollkommen. So, und die machen Spaß und sind doch 30, ne? Ja, 30. 30 ml für den Sommer. Ja, wenn der natürlich mehr raussprüht. Ja, aber im Endeffekt kriegt ihr die manchmal sogar in Anführungsstrichen hinterhergeschmissen. Die sind nicht so teuer. Und dann ist es natürlich sehr nice. Müsst ihr mal gucken. Dann kann man das jedes Jahr neu kaufen. Im Endeffekt in Deutschland, wenn ihr jetzt in Deutschland Urlaub macht oder beziehungsweise Urlaub macht in Deutschland, das passt auch nicht. Wenn ihr hier natürlich nur Urlaub macht, hier ist es ja nicht so lange warm. So, und wann sind hier mal Tage, dass man so extrem immer Urlaubsdüfte aufträgt? Oder das passiert hier ja nicht. Und dementsprechend, dann macht ihr den leer, kauft euch da 2. Ich habe 90 Euro das letzte Mal, ist lange her jetzt, 90 Euro für 3 30er, verschiedene Düfte. Das heißt, ihr habt 3 verschiedene Aqua di Parma für 90 Euro einer 30 ml. Reicht vollkommen und für, vor allem hier, und dann ist gut. Und dann kauft ihr euch, dann kauft ihr euch, genau, hier ist so geil, ne? Dann kauft ihr euch nächstes Jahr das eben nochmal und so. Also ihr müsst ja kein 100 ml oder 150 ml Flakon, es sei denn von euren Lieblingsstoff von Aqua di Parma, dann könnt ihr das natürlich machen. Ja, das ist meine Meinung. Aqua di Parma muss in eine gute Sammlung rein. Auf jeden Fall solltet ihr die auf jeden Fall mal probieren und testen. So, und wenn ihr richtig sommerliche Düfte haben wollt, Italien-Style und so weiter, kommt ihr an dieser Marke gar nicht vorbei. Schreibt mir unter, was ihr davon haltet. Ich bin der Meinung, das ist einfach so. Und wie findet ihr sie? Abgesehen, nicht von der Haltbarkeit, von den Düften her. Wie findet ihr die? Und dann soll ich sagen, gehen Grüße raus an meine Mitglieder und an euch alle und bis zum nächsten Mal.